Frühjahr 2010 fanden Ermittler in Palmdale, Kalifornien, die ermordete 29-jährige Lanell Crystal Barsock. In ihrem Haus sammelten sie Stück für Stück die vom Täter hinterlassenen Beweise und rekonstruierten den Tathergang. Sie konnten nachvollziehen, dass der Angriff für die junge Krankenschwester überraschend kam. Doch die Suche nach dem Mörder gestaltete sich schwierig. Nicht so einfach. Die Stadt Palmdale im Bezirk Los Angeles, Kalifornien, liegt im Mojave-Wüstental, etwa 1,5 Autostunden von Los Angeles entfernt, also etwa 1,5 Stunden Fahrzeit entfernt. In Palmdale sind große Unternehmen wie K.H. Martin und Bow ansässig und es ist eine der teuersten Städte der USA. Am 16. Juni 2010 gegen 19 Uhr stürmte die aufgeregte 8-jährige Lauren Austin in die Polizeistation von Palmdale. Sie erzählte, dass sie vor wenigen Minuten ihre Freundin Lanell tot in einem schrecklichen Zustand in ihrem Haus gefunden habe. Lauren fand sie auf dem Boden der Garage liegend. Lanell lag auf dem Rücken, ihr Kopf war mit einer Plastiktüte bedeckt, um sie herum lagen blutige Handtücher, Plastikfolie und Bettwäsche. Es war ein schrecklicher Anblick. Sie stürzte zu ihrer Freundin, die bereits tot war. Nicht mehr zu retten war. Sie war tot. Laurens erste Reaktion war, den Notruf zu wählen. Aber dann hörte sie ein Geräusch im Haus. Lauren ging durch die Waschküche in die Küche und blieb im Flur stehen, von wo aus sie zur Treppe schaute. Dort sah sie eine männliche Gestalt, die auf sie zukam. Lauren rannte aus dem Haus und fuhr sofort zur Polizeistation. Die Ermittler, die am Haus anfanden, wie Lauren Austin beschrieben hatte, die 29-jährige Lanell Crystal Barsock auf dem Boden liegend neben der Beifahrertür ihres BMW in der Garage. Auf den ersten Blick war unklar, woran sie gestorben war, aber die Beamten vermuteten, dass der Tod durch einen Schlag auf den Kopf eingetreten war. Es stellte sich auch heraus, dass der Mord höchstwahrscheinlich nicht in der Garage geschehen war, sondern dass Lanell erst nach ihrem Tod dorthin gebracht worden war. Der Kofferraum ihres BMW war weit geöffnet, darin lagen Bettwäsche und vermutlich mit Blut befleckte Unterwäsche. Unter der Unterwäsche lag ein Kissen mit einem Loch. Die Ermittler untersuchten das Haus gründlich und fanden einen einzigen Fingerabdruck, der wahrscheinlich von einem Daumen stammte und sich am Rand eines dunklen Seerosenkranzes befand, als hätte jemand sie vorsichtig in der Garage beiseite geschoben hätte. In der Garage lagen auch Handtücher und andere Bettlaken, von denen ein Teil in der Waschküche neben der Waschmaschine zu einem Haufen aufgestapelt war. Dort standen Reinigungsmittel, als hätte jemand versucht hatte, Spuren zu beseitigen, dies aber auf halbem Weg aufgegeben und Spuren seiner Bemühungen auf der Küchentheke hinterlassen hatte. Im Wohnzimmer neben der Küche wurden Reinigungsmittel gefunden. Es gab relativ wenige Hinweise, nur einige Blutflecken an der Wand auf der gegenüberliegenden Seite des Wohnzimmers. Die Ermittler fanden eine Hülse einer 9mm Patrone. Dieser Teil des Wohnzimmers war sehr sauber, was vor dem Hintergrund des Gesamtbildes verdächtig erschien. Im Auto wurde ein Teppichläufer von etwa 2 mal 3 Metern Größe gefunden, den jemand zusammengerollt und auf den Rücksitz gelegt hatte. Als man ihn herausnahm, fand man Blutflecken und Schuhabdrücke darauf. Die Spuren auf dem Teppich im Wohnzimmer deuteten darauf hin, dass dieser Teppich zuvor genau hier gelegen hatte. Die Ermittler fragten sich, warum der Mörder seinen Versuch, die Spuren des Verbrechens zu verwischen, nicht zu Ende gebracht hatte. Das Auto war teilweise beladen und das Haus nur zur Hälfte aufgeräumt. Ist es möglich, dass Lauren durch ihr plötzliches Auftauchen seine Pläne durchkreuzt und ihn zur Flucht gezwungen hat? Denn sie behauptete, dem Mörder direkt im Haus begegnet zu sein und erklärte selbstbewusst, dass sie seine Identität kenne. Lauren beschrieb, wie sie Schritte oben hörte und sah, wie ein Mann die Treppe hinunterging. Als die Ermittler sie fragten, ob sie den Namen dieses Mannes kenne, antwortete sie ausweichend, dass sie ihn nicht kenne. Bald bestätigten die Ergebnisse der Obduktion, dass der Tod durch einen einzigen Schuss in den Hinterkopf eingetreten war. Die Flugbahn der Kugel deutete darauf hin, dass die junge Frau saß, als sie getötet wurde, und dass der Angriff für die Familie wahrscheinlich unerwartet kam. Besonders für Lanells Mutter Bobby war dies ein schwerer Schlag. Lanell war das dritte von 5 Kindern, eine beliebte und erfolgreiche junge Frau, die immer danach strebte, Harmonie zu schaffen und die Menschen um sich herum zusammenzubringen. Sie wuchs in Los Angeles auf, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte.
In der Schule war Lanell eine hervorragende Schülerin, was ihr eine Karriere als Krankenschwester ermöglichte. Im Frühjahr 2010 war die 29-jährige Lanell eine examinierte Krankenschwester mit ehrgeizigen Plänen. Sie kaufte ein geräumiges Haus mit 6 Schlafzimmern und 3 Badezimmern in Palmdale, um ein kleines Pflegeheim für ältere Menschen zu eröffnen. Dieses Haus hatte sie bereits 2005 zusammen mit ihrem langjährigen Freund Louis Bonner gekauft. Louis war ein Einwanderer und besuchte damals einen Englischkurs an derselben Bildungseinrichtung, an der Lanell einen Teil ihrer Ausbildung absolvierte. Eines Tages nach dem Unterricht bot sie ihm an, ihn nach Hause zu fahren, und seitdem begann eine Beziehung. In den letzten Jahren begann ihre Beziehung jedoch zu bröckeln. Loreen erzählte den Ermittlern, dass sie seit über 10 Jahren mit Lanell befreundet war, als enge Freundin. Sie teilten oft Geheimnisse miteinander. Sie gab zu, dass Lanell aufgrund ihrer Probleme mit Louis Trost in anderen Beziehungen suchte. Sie lernte einen Mann namens Ike auf der Website flink.com kennen und ihre Romanze dauerte 4 Monate. Um mit ihm zu kommunizieren, richtete Lanell sogar eine zweite Telefonleitung mit minutengenauer Abrechnung ein. Einige Tage vor ihrem Tod erfuhr Louis jedoch von dem zweiten Telefon und von Lanells Untreue. Sie stritten sich, trennten sich aber nicht. Lanell versicherte Lauren, dass sie Ike verlassen habe und dass sie und Louis beschlossen hätten, ihre Beziehung wieder in Ordnung zu bringen. Das Problem war jedoch, dass Louis sich nicht beruhigen konnte. Er begann, das zweite Telefon zu kontrollieren und Lanells Bewegungen zu überwachen. Er kam sogar zu ihrer Arbeit, um herauszufinden, mit wem sie zu Mittag aß. Lauren bestätigte, dass Louis ein eifersüchtiger Mensch war. Am Tag des Mordes stellte Louis erneut fest, dass neue Minuten auf das zweite Telefon aufgeladen worden waren, was ihn vermuten ließ, dass die Affäre mit Ike weiterging. Lauren erinnerte sich, dass sie und Lanell sich an diesem Morgen getroffen hatten, um in einen Kosmetikladen zu gehen und dann nach Hause zurückgekehrt waren. Dort half Lauren ihrer Freundin, ihre Haare zu flechten. Louis tauchte plötzlich wütend im Wohnzimmer auf und begann, Lanell Vorwürfe zu machen und zu verlangen, dass sie ihm erklärte, mit wem sie Kontakt hatte. Als Lauren erkannte, dass sie ihre Beziehung klären mussten, ging sie und ließ die beiden allein. Lauren verbrachte die nächsten Stunden im nahegelegenen Park, um Louis und Lanell Zeit zu geben, sich zu beruhigen und die Situation zu klären. Gegen 19 Uhr kehrte sie zurück und fand Lanell in der Garage. Die Ermittler wussten, dass sie Louis Bonner so schnell wie möglich finden mussten, und sie mussten nicht lange warten. Als die Polizei zum Haus von Lanells Mutter Bobby kam, um ihr den tragischen Tod von Lanell mitzuteilen, stellten sie fest, dass Louis bei ihr übernachtet hatte. Louis arbeitete bei der Stadtverwaltung in Palmdale und übernachtete oft bei Bobby, um morgens nicht von weit her zur Arbeit fahren zu müssen. Louis wurde sofort zum Verhör gebracht. Er behauptete, er verstehe nicht, warum er verhört werde. Er erzählte, dass er sie zuletzt am frühen Morgen gesehen habe, bevor er zur Arbeit gefahren sei, um eine Besorgung in Los Angeles zu erledigen. Er musste Ersatzteile für sein Auto kaufen. Die Ermittler versuchten, ihn über seine Beziehung zu Lanell auszufragen. Seine Beschreibung einer fast perfekten Beziehung machte die Ermittler sofort misstrauisch, denn Lauren hatte ihnen bereits erzählt, dass sich das Paar oft gestritten hatte. Später erhielten sie weitere Informationen von Bobby, Lanells Mutter. Sie beschrieb, wie Lanell sie nach einem Streit in Panik angerufen hatte. Laut Bobby floh Lanell dann aus dem Haus, setzte sich in ihren Wagen und rief ihre Mutter an. Sie war sehr verängstigt und erzählte, wie Louis versucht hatte, sie auf die Straße zu stoßen. Louis bestritt zwar, dass es ernsthafte Probleme in der Beziehung gab jedoch zu, dass es kürzlich zu Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen gekommen war. Er gab sogar zu, dass Lanell ihn gekratzt und eine deutliche Spur auf seiner Wange hinterlassen hatte, beeilte sich jedoch zu versichern, dass es in jeder Beziehung Missverständnisse gebe. Die Ermittler hatten jedoch mehr als nur Verdächtigungen und Laurens Worte. Am Tatort fanden sie einen Beweis, der ihrer Meinung nach Louis' Motiv erklären könnte. Es war ein handgeschriebener Brief, der an ihn adressiert und von Lanell unterschrieben war. Der Brief lag auf dem Küchenboden. Wahrscheinlich war er in der Hektik des Mordes oder während eines beeilten Versuchs von Louis, Spuren zu verwischen, dorthin gefallen. In diesem Brief teilte Lanell Louis mit, dass sie wegziehen und ein neues Leben mit Ike in einem anderen Bundesstaat beginnen werde. Sie hinterließ Louis ein zweites Telefon, da sie es nicht mehr brauchte.
Sie erwähnte auch, dass sie beabsichtige, Ike zu heiraten und Louis das Haus und den gesamten Besitz zu überlassen, wenn er sie in Ruhe lassen würde. Louis bestritt all dies. Er beharrte darauf, dass er nichts von dem Brief gewusst habe und angeblich nicht einmal von der Affäre zwischen Lannell und Ike geahnt habe. Schließlich wurde Louis die Wahrheit darüber gesagt, was mit Lannell geschehen war. Die Polizei erhielt einen Durchsuchungsbefehl für seinen schwarzen Nissan-Pickup und begann mit der Suche nach Beweisen, die ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen könnten. Die Entdeckung war jedoch unerwartet. Im Fahrerhaus des Pickups wurden mehrere Schecks für den Kauf von Autoteilen in Los Angeles gefunden, das etwa 1,5 bis 2 Autostunden entfernt liegt. Diese Schecks waren datiert und mit einer Uhrzeit versehen, die ungefähr mit der vermuteten Tatzeit übereinstimmte. Laut Laurens Aussage war Los Angeles etwa 2 Stunden von Lannells Haus in Palmdale entfernt. Diese Quittungen waren datiert und mit einer Uhrzeit versehen, die ungefähr mit der vermuteten Tatzeit übereinstimmte. Laut Laurens Aussage, den Videoaufnahmen aus dem Kosmetikgeschäft und den Ergebnissen der Autopsie starb Lannell kurz nach ihrer Rückkehr aus dem Geschäft gegen 14:30 Uhr. Zu dieser Zeit war Louis beim Einkaufen in Los Angeles, wie die noch zu überprüfenden Quittungen zeigten. Die Überwachungskameras in den Geschäften hatten tatsächlich aufgezeichnet, wie Louis Einkäufe tätigte, wie er behauptete. Die Daten seines Mobiltelefons bestätigten ebenfalls sein Alibi. Anhand der Geolokalisierung konnte seine Route auf der Autobahn hin und zurück verfolgt werden. Außerdem fanden die Ermittler keine Beweise dafür, dass er mit jemandem in Kontakt stand, der den Mord hätte begehen können. Dann richtete sich die Aufmerksamkeit auf einen anderen Liebhaber, einen Mann namens Ike, mit dem sie seit kurzem zusammen war und den sie, wie in dem Brief angegeben, sogar heiraten wollte. Am Tag des Mordes hatte Lannell Ike jedoch ein Vorstellungsgespräch an einer staatlichen Universität. Der Interviewer bestätigte seine Anwesenheit, sodass weder Louis noch Ike als Täter in Frage kam. Alles, was sie zu diesem Zeitpunkt hatten und was möglicherweise übersehen worden war, stach unter diesen Versäumnissen hervor, Seltsamkeiten in den ursprünglichen Aussagen von Lauren Austin. Als die Polizisten das Gespräch mit Lauren begannen, überprüften sie gemäß den Vorschriften ihre Handtasche auf Waffen. In ihrer Handtasche fanden sie eine Patrone, aber wenige Minuten später wurde eine zweite Patrone gefunden, die der ersten glich, ebenfalls in ihrer Handtasche. Lauren konnte keine schlüssige Erklärung für diese beiden Patronen geben. Nach Überprüfung der staatlichen Datenbank fanden die Ermittler keine Informationen, dass Lauren zum Zeitpunkt der Befragung legal im Besitz einer Schusswaffe war. Ihre verwirrten Erklärungen konnten auf den Schock zurückgeführt werden, schließlich war sie in die Polizeistation gestürmt, erschüttert durch den Tod einer engen Freundin. Doch nun warfen diese Merkwürdigkeiten immer mehr Fragen auf. Die Daten der Überwachungskameras und die Quittungen aus den Autohäusern in Los Angeles wiesen darauf hin, dass Louis zu dem Zeitpunkt dort war, als Lauren behauptete, er sei zu Hause gewesen und habe sich mit Lannell wegen ihres Seitensprungs gestritten. Kurz darauf wurde Lannell erschossen. Es ist auch bekannt, dass Louis später am selben Tag zu Bobbys Haus in Hawthorne fuhr und sich nicht im Obergeschoss von Lannells Haus aufhalten konnte, wie Lauren es beschrieben hatte. Als Lauren den Verhörraum verließ, bemerkten die Polizisten, wie sie stehen blieb, um mit Lannells Mutter Bobby zu sprechen. Sie wechselten ein paar Worte, woraufhin Lauren versuchte, Bobby zu umarmen. Bobby schien sich jedoch unwohl zu fühlen und erwiderte die Umarmung nicht, was verdächtig erschien. Wie sich herausstellte, war Lauren gar nicht die langjährige Freundin von Lannell, wie sie zuvor behauptet hatte. Ihre ganze Geschichte über eine langjährige Freundschaft war eine Erfindung von Lauren. Letztendlich wurde sie aus dem Bezirksgefängnis entlassen. Es dauerte einen ganzen Monat, bis sein Alibi überprüft war, und erst danach wandte sich die Untersuchung Lauren Austin zu. Aber wenn Lauren nicht die alte Freundin von Lannell war, wer war sie dann wirklich? Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 20-jährige Lauren mit $1.000 verschuldet war und kostenlos im Haus ihrer Mutter lebte. Ihr einziges Einkommen waren gelegentliche Nebenjobs bei Friseuren, die sie über Anzeigen auf Craigslist fand. Auf diese Weise lernte sie Lannell nur wenige Wochen vor ihrem Tod über die Rubrik für Frauen-Dating-Seiten kennen. Sie trafen sich in dieser Zeit mehrmals. Die Ermittler vermuteten, dass Lauren das attraktive, komfortable Leben von Lannell gesehen hatte. Lannell war eine fleißige Krankenschwester mit einer aufstrebenden Karriere, einem guten Auto und einem großen Haus in einer guten Gegend.
Obwohl sie und Louis noch nicht vollständig eingerichtet waren, hatten sie bereits große Fernseher und andere teure Geräte, die in den geräumigen Zimmern verteilt waren. Es war nicht auszuschließen, dass Lauren ein Teil dieses Lebens werden wollte. Im Gespräch mit Laurens Angehörigen erfuhren die Ermittler, dass Lauren, nachdem sie Lanell kennengelernt hatte, begann, sich stärker an sie zu binden. Die Friseurin stellte sich unter dem Namen Lanell Crystal vor und behauptete, einen BMW zu fahren, aber Lanell selbst war nicht so sehr an ihrer neuen Freundin interessiert. In ihrem Telefon wurde eine Nachricht gefunden, in der Lauren sie bat, sich zu trennen, die sie 5 Tage vor ihrem Tod geschickt hatte. Lanell schrieb, dass sie versuchen wolle, die Beziehung zu ihrem Freund Louis zu kitten, schlug jedoch vor, Freunde zu bleiben und weiterhin ihre Haare von Lauren machen zu lassen. Genau diese Nachricht über die Trennung, nicht die am Tatort gefundene Notiz, war das eigentliche Motiv für den Mord. Experten bestätigten, dass der Brief an Louis tatsächlich von Lauren und nicht von Lanell geschrieben worden war. Als die endgültigen Ergebnisse der Untersuchung des Tatorts vorlagen, waren die Beweise für Laurens Schuld unwiderlegbar. Die DNA auf den Latexhandschuhen stimmte mit der von Lauren überein. Ihr Schuhabdruck wurde auf dem Teppich im Wohnzimmer gefunden, der später im Kofferraum des BMW entdeckt wurde. Der Fingerabdruck auf dem Kissen gehörte ebenfalls Lauren Austin. Obwohl die Tatwaffe nie gefunden wurde, wurde in der Datenbank des Bundesstaates eine Registrierung für eine 9mm Pistole von Mark Smith gefunden, die Lauren kurz vor der Tat gekauft hatte. Dies war das letzte Puzzleteil und nach der Theorie der Ermittler hatte Lauren, gekränkt durch die Ablehnung und von Neid getrieben, beschlossen, Lanell zu töten. Den Beweisen zufolge holte Lauren die Pistole aus ihrer Handtasche, als sie sich im Wohnzimmer die Haare machte, und schoss mit einem Kissen als Schalldämpfer von hinten auf Lanell, die ahnungslos dasaß. Wahrscheinlich war die aufwendige Reinigung Teil ihres Plans, die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Die von der Wüste umgebene Umgebung bot ausreichend Platz, um die Leiche zu verstecken. Aber nachdem sie versucht hatte, Lanell und andere Dinge in die Garage zu bringen, erkannte sie wahrscheinlich, dass sie nicht genug Kraft hatte, um die Leiche in das Auto zu laden. Zu diesem Zeitpunkt gab sie diesen Plan wahrscheinlich auf, beschloss, jemand anderen zu beschuldigen und hätte es fast geschafft. Als die Ergebnisse der Laboruntersuchungen ihre Beteiligung bestätigten und ein Haftbefehl erlassen wurde, erfuhr sie, dass Louis freigelassen worden war und nicht mehr verdächtigt wurde. Da sie wusste, dass die Polizei bald bei ihr vor der Tür stehen würde, floh Lauren Austin aus dem Land. Sie wurde entdeckt, nachdem im Dezember 2011 in einer Fahndungssendung die Geschichte von Lanell erzählt und ein Foto von Lauren gezeigt worden war. Einer der Zuschauer rief das FBI an und sie wurde im Januar 2012 in Mittelamerika festgenommen. Sie wurde schnell in die USA ausgeliefert. Als sie nun vor den Ermittlern saß, war Lauren nicht mehr die traurige Freundin, die bereit war, der Polizei alle Informationen zur Suche nach dem Mörder Lanell zu geben. Sie verhielt sich ausweichend und beklagte sich darüber, wie sie in der Presse dargestellt worden war, angeblich als eine eigennützige Frau, die versucht hatte, sich Lanell anzunähern, um Vorteile zu erlangen. Als dieser sie zurückwies, wurde sie wütend und eifersüchtig. Am 13. August 2015 befand die Geschworenenjury in Los Angeles sie für schuldig im Sinne der Anklage des Mordes 1. Grades sowie des Einsatzes einer Schusswaffe bei der Begehung der Straftat. Jedes dieser Urteile bedeutete für sie 25 Jahre Haft. Die 2017 beim 2. Berufungsgericht von Kalifornien eingereichte Berufung war erfolglos. Sie bezog sich nur auf Verfahrensverstöße bei der Auswahl der Geschworenen und betraf nicht die Stichhaltigkeit der Beweise in der Sache. Louis Bonner heiratete später und wurde Vater. Familie und Freunde erinnern sich noch immer an Lanell als fleißige, fröhliche und liebevolle junge Frau, deren Leben viel zu früh beendet wurde. Die Geschichte von Lanell Crystal Barsock ist nicht nur eine Chronik des Verbrechens und des Gerichtsverfahrens, sondern eine Tragödie, die daran erinnert, wie Eifersucht und Neid Leben zerstören, Vertrauen untergraben und zu unvorhersehbaren Folgen führen können. Lauren täuschte ihre Umgebung mit ihrer Freundschaft zu Lanell. Am Ende war sie völlig isoliert von denen, denen sie sich annähern wollte. Ihre Versuche, durch Täuschung und Lügen ein Leben zu erreichen, zu dem sie nie gehörte, führten dazu, dass sie ihre eigene Freiheit und das letzte bisschen Selbstvertrauen verlor.
Aber diese Geschichte hinterließ auch Spuren in anderen Leben. Für Lanels Mutter, ihre Familie und Freunde veränderte der Verlust ihrer Tochter und Schwester, einer fröhlichen und gütigen jungen Frau, ihr Schicksal für immer. Sie bewahren weiterhin die Erinnerung an Lanel, damit ihr Leben nicht nur auf die Umstände ihres Todes reduziert wird. Bei jedem Familientreffen und jedem bedeutenden Ereignis in ihrem Leben wird immer eine Lücke bleiben. Eine Erinnerung daran, wie viel Licht Lanel gebracht hätte, wenn sie noch da wäre. Lanels Familie hat eine Stiftung zu ihrem Gedenken gegründet, um Frauen zu unterstützen, die sich in schwierigen Situationen befinden, damit Lanels Tragödie andere dazu inspirieren kann, Hilfe zu suchen und an ihre eigene Sicherheit zu glauben. Diese Stiftung hilft Frauen in schwierigen Situationen zu verstehen, dass sie immer eine Wahl haben und dass sie Hilfe bekommen können. So bleibt Lanel ein Symbol für Stärke und Mut, eine Quelle der Unterstützung für andere, auch wenn sie selbst nicht mehr da ist. Lanels Geschichte wurde für viele zu einer Lektion und regte zum Nachdenken an über den Wert enger Beziehungen, die Bedeutung der Wahrheit und darüber, wie zerstörerisch Neid und Manipulation sein können. So traurig diese Geschichte auch ist, sie zeigt auch, dass die Erinnerung an einen Menschen einen positiven Sinn bekommen kann, selbst wenn das Leben zerstört zu sein scheint. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Die 27-jährige Sasha Samsudin arbeitete als Social-Media-Managerin bei einer Immobilienagentur in Orlando. Sie war voller Energie, fröhlich, kontaktfreudig und sehr intelligent. Ihre Kollegen sagten, dass die Leute sie oft unterschätzten und in ihr nur ein hübsches Gesicht sahen, aber sie war viel mehr als das. Die Menschen, die mit ihr arbeiteten, sagten, dass sie ihre Arbeit hervorragend machte und es liebte, Teil dieses Umfelds zu sein. Freunde sagten, dass sie hart arbeitete und Spaß hatte, indem sie jeden Tag und jede Gelegenheit, die sich ihr bot, optimal nutzte. Sie zog in ein wunderschönes neues Haus in der Uptown Place North Orange Avenue 911 und freute sich auf den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Freitag, der 16. Oktober 2015, war der letzte Tag der Football-Saison in Orlando und Sasha ging in ihrem lila Trikot auf die Straße, um ihr Lieblingsteam anzufeuern. Als sie gewonnen hatten, gingen sie und ihre Freunde zum Feiern in den Nachtclub Attic in der East Pine Street 68. Gegen 12:30 in der Nacht beschloss Sasha, dass es Zeit war, den Club zu verlassen. Sie sagte einem ihrer Freunde, Anthony, dass sie gehen würde. Anthony sagte, dass sie sich als Freunde oft trennten, um sich später in einer anderen Bar oder einem anderen Club wiederzutreffen. Alle genossen weiterhin den Abend. Sie vereinbarten mit Anthony, sich am nächsten Morgen zum Frühstück zu treffen, aber er bestellte und aß alleine. Sasha tauchte nicht auf und antwortete nicht auf Anthonys Nachrichten. Er nahm an, dass sie einfach einen Kater hatte und ausschlief. Aber nach einigen Stunden hatte er immer noch nichts von Sasha gehört und begann sich Sorgen zu machen. Sasha war immer sehr aktiv auf ihrem Handy und in den sozialen Netzwerken. Er kontaktierte 2 Freunde und beide erklärten sich bereit, mit ihm zu Sashas Wohnung zu fahren. Als sie auf den Parkplatz fuhren, sahen sie das Auto der jungen Frau. Auf dem Rücksitz lag das Geschenk, das sie an diesem Tag zu einer Babyparty mitnehmen sollte. Sie klopften an ihre Wohnungstür, erhielten jedoch keine Antwort. Anthony rief den Notruf 911 an. Die Sicherheitsleute des Gebäudes betraten ihre Wohnung im 3. Stock um 20:00 Uhr desselben Tages, um eine Sozialkontrolle durchzuführen. Die Wohnung war weiterhin verschlossen und es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Es war still und nichts in der Küche oder im Wohnzimmer schien unberührt zu sein. Aber in Sashas Schlafzimmer sahen die Polizeibeamten einige Haare, die unter der Decke hervorschauten, und eine Hand, die über die Bettkante hing. Sie fanden Sasha. Sie war vergewaltigt, geschlagen und erwürgt worden. Sie hatte Abwehrverletzungen an den Händen und Abschürfungen, die darauf hindeuteten, dass jemand sie festgehalten hatte. Dieser jemand hatte ihr die Halskette vom Hals gerissen, die sich in ihren Haaren verfangen hatte. Ihr Hemd und ihr BH waren zerrissen, ihre Unterwäsche gewaltsam ausgezogen worden, was Abschürfungen an ihrem Körper hinterlassen hatte.
Freunde, Familie und Kollegen hatten keine Ahnung, wer Sascha etwas antun wollte. Und niemand konnte der Polizei Namen potenzieller Verdächtiger nennen. Saschas Handtasche, ihr Telefon und ihr Schlüsselanhänger waren verschwunden und im Schlafzimmer roch es stark nach Reinigungsmitteln. Auf den Laken waren mehrere verfärbte Flecken, die aussahen, als wären sie mit Bleichmittel behandelt worden. Die Türen des Schranks, in dem Sascha alle ihre Reinigungsmittel aufbewahrte, standen weit offen. Die Polizei stellte fest, dass der Toilettensitz hochgeklappt war, was zwar nicht unmöglich, aber angesichts der Tatsache, dass Sascha allein lebte, doch sehr ungewöhnlich war. Außerdem fanden sie neben dem Bett eine Kondomverpackung und einen Schuhabdruck. Als sie einen Abstrich von der Unterseite des Toilettensitzes nahmen, fanden sie 2 Fingerabdrücke. Außerdem entnahmen sie eine DNA-Probe von Saschas Körper. Bei der Obduktion sagte der Gerichtsmediziner, er habe noch nie einen so schweren inneren Halsbruch gesehen. Neben 15 Überwachungskameras, die im gesamten Gebäude installiert waren, gab es auch ein Sicherheitssystem. Stephen Duxbury arbeitete dort etwa 5 Monate lang als Wachmann. An diesem Morgen sah er, wie Sascha nach Hause kam. Er sagte der Polizei, dass er sie eigentlich nicht hereingelassen habe, da sie weder einen Ausweis noch Schlüssel für das Gebäude hatte. Sie kam durch einen anderen Bewohner ins Gebäude, der ihr die Tür öffnete. Dann suchte Stephen sie im Gebäude und als er sie schließlich fand, versuchte sie erfolglos, den Code einzugeben, um in ihre Wohnung zu gelangen. Sascha fragte ihn, ob er sie zu ihrem Auto begleiten könne, um zu sehen, ob ihre Schlüssel dort liegen geblieben seien. Als sie jedoch auf die Straße traten, fiel ihr plötzlich der Code ein und sie rannte zurück ins Gebäude. Später sagte Stephen, dass er Sascha erneut im Gebäude gesehen habe. Diesmal war sie in Begleitung eines Mannes, den er zuvor noch nicht gesehen hatte. Die Polizei musste so schnell wie möglich herausfinden, wer dieser mysteriöse Mann war. Nach Saschas Bewegungen in dieser Nacht zu urteilen, war es etwa eine halbe Stunde zu Fuß vom Nachtclub, wo sie ihre Freunde zurückgelassen hatte, bis zu ihrer Wohnung. Obwohl es in dieser Nacht in der Stadt sehr lebhaft zuging, gelang es der Polizei, sie auf mehreren Kameras zu erfassen. Sie trug weiße Jeans und einen violetten Top und hob sich deutlich von der Umgebung ab. Eine andere Kamera, die etwas weiter die Straße hinunter installiert war, filmte sie erneut. Diesmal ging sie mit 2 Personen. Die Polizei nutzte diese Videoaufnahme für eine Pressemitteilung, in der Hoffnung, dass sich die Personen, die bei ihr waren, melden würden. Und glücklicherweise geschah dies auch. 2 Frauen sagten aus, dass sie Sascha in dieser Nacht in der Innenstadt gesehen hätten und dass sie betrunken gewesen sei. Sascha hatte weder Ausweispapiere noch ein Telefon bei sich. Die Frauen sagten, sie hätten sich um ihre Sicherheit gesorgt und beschlossen, ein Taxi zu rufen und sie nach Hause zu bringen. Sobald das Auto an einer Ampel anhielt, sprang Sascha heraus und zeigte auf das Uptown Place und sagte, dass sie dort wohne. Die Frauen warteten, bis sie versuchte, das Gebäude zu betreten, aber da sie keinen Schlüsselanhänger dabei hatte, gelang ihr das nicht. Bald darauf kam der Wachmann Stephen auf die 3 Frauen zu. Er sagte ihnen, dass er niemanden ohne Ausweis oder Nachweis, dass sie dort wohnen, ins Gebäude lassen könne. Die Frauen erzählten ihm, wie besorgt sie seien und fragten, wie sie sicher sein könne, wenn er sie nicht hereinlasse. Während sie weiter redeten, öffnete ein anderer Bewohner des Hauses die Tür und ließ Sascha herein. Stephen unterhielt sich noch eine Weile mit den Frauen, bevor er schließlich ins Gebäude zurückkehrte, um nachzusehen, wo Sascha war. Die Aussagen aller Beteiligten stimmten überein und die Polizei benötigte weiterhin Videoaufnahmen und Zeugen aus dem Uptown Place. In Saschas Wohnung wurde ein iPad gefunden und da dieses einige Daten an ihr iPhone übertrug, konnte die Polizei ihre Nachrichten einsehen. Ein Mann namens Ben, der zuvor mit Sascha ausgegangen war, hatte eine Nachricht erhalten, er sollte sich an diesem Wochenende mit ihr treffen. In der Nacht schrieben sie sich Nachrichten und Ben fragte sie, ob sie sich mit ihm auf einer anderen Party treffen wolle. Einige Stunden später, um 1:30 Uhr morgens, schickte Sascha ihm eine SMS, in der sie einfach Ben schrieb. Dies war offenbar die letzte Aktivität auf ihren Geräten. Ben erklärte sich freiwillig bereit, der Polizei eine DNA-Probe zu geben und dank dieser sowie seines unwiderlegbaren Alibis wurde er schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Die Polizei sprach auch mit einem Mann namens Taylor, der 2 Jahre lang mit Sascha in einer Beziehung gewesen war. Sie hatten weiterhin regelmäßig Kontakt und Taylor sagte, er habe immer geglaubt, dass sie eines Tages wieder zusammenkommen würden.
An diesem Abend arbeitete er in einer Bar, was jeder bestätigen konnte, der dort war. Dank der DNA-Analyse wurde er ebenso wie Ben von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Nur wenige Tage nach der Auffindung von Sasha wurde sie in einer privaten Zeremonie beigesetzt, in der hinduistische, islamische und christliche Riten miteinander verbunden wurden. Einer ihrer Kollegen erinnerte sich, dass er immer gewusst hatte, dass sie beliebt und von allen geliebt war. Aber er hatte nicht ganz verstanden, welchen Einfluss sie auf so viele Menschen hatte, bis er sah, wie viele Menschen zu ihrer Beerdigung gekommen waren. Die Aufzeichnungen der Überwachungskameras von Uptown Place wurden immer außerhalb des Geländes aufbewahrt, aber jetzt sind sie endlich in die Hände der Polizei gelangt, die mit ihrer Auswertung begonnen hat. Auf einer der Kameras war zu sehen, wie Sasha um 1:46 Uhr morgens das Gebäude betrat. Ihr folgte ein unbekannter Mann, der sie fragte, ob alles in Ordnung sei. Dann stieg sie die Treppe hinauf und verschwand für etwa 20 Minuten aus dem Blickfeld. Um 2:06 Uhr morgens filmten die Kameras, wie sie in Begleitung des Wachmanns Steven die Treppe hinaufrannte. Wie er sagte, ging er um 2:25 Uhr mit ihr zum Parkplatz im Erdgeschoss, um zu überprüfen, ob die Schlüssel in ihrem Auto geblieben waren. Aber sobald Sasha sagte, dass sie sich an den Code erinnert habe, kehrte das Paar wieder ins Gebäude zurück. Die Polizei suchte weiterhin nach Sashas unbekanntem Begleiter, konnte Sasha jedoch auf keiner der anderen Aufnahmen entdecken. Sie wandte sich an die Medien und die Öffentlichkeit und bat alle, die Sasha oder andere Personen in der Nacht in der Nähe des Gebäudes gesehen hatten, sich zu melden, doch niemand tat dies. Die Ermittler sahen sich die Videos weiter an, um herauszufinden, ob sie noch jemanden übersehen hatten, der das Uptown Place betreten oder verlassen hatte. Um 6:36 Uhr morgens entdeckten sie auf einer der Kameras tatsächlich etwas Interessantes. Es war ein bekanntes Gesicht zu sehen, das mit 2 Müllsäcken in den Händen aus dem 2. Stock des Gebäudes kam. Es war der Wachmann Stephen Duxbury. Er ging in die 2. Etage des Parkhauses, wo sein Auto geparkt war, und kehrte um 6:38 Uhr morgens in das Gebäude zurück. Stephen sagte den Polizisten, dass seine Schicht um 6 Uhr morgens beendet war, aber tatsächlich verließ er das Gebäude erst um 6:39 Uhr. Zunächst fragte sich die Polizei, ob das Leeren der Mülltonnen zu den Aufgaben eines Wachmanns gehört, aber bald stellte sich heraus, dass dies definitiv nicht der Fall war. Bei näherer Betrachtung erkannten die Ermittler die Müllsäcke. Sie waren die gleichen wie in Sashas Wohnung. Daraufhin erhielt die Polizei einen Durchsuchungsbefehl für Duxburys Wohnung und bat ihn, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Während des Lügendetektortests wurde er gefragt, ob er jemals Sashas Wohnung betreten habe. Er verneinte dies, aber der Lügendetektor zeigte an, dass er log. Dann fragte ihn der Interviewer, ob er wisse, wie Sasha gestorben sei. Der Beamte stellte suggestive Fragen, auf die der Wachmann antwortete, dass er nicht wisse, wie sie gestorben sei. Aber bei der letzten präzisierenden Frage beschleunigte sich sein Herzschlag erneut und es zeigten sich Anzeichen für eine Täuschung. Die Informationen darüber, wie Sasha getötet worden war, waren noch nicht veröffentlicht worden und Stephen konnte unmöglich wissen, dass sie erwürgt worden war. Obwohl ein Lügendetektortest vor Gericht nicht zulässig ist, lieferte er den Polizisten definitiv viel mehr Informationen für ihre Ermittlungen. In Stephens Haus fanden die Ermittler ein paar Schuhe, die mit dem Schuhabdruck übereinstimmten, der in Sashas Wohnung gefunden worden war. 3 Tage später erfuhr die Polizei, dass der Daumenabdruck unter dem Toilettensitz mit dem Daumenabdruck von Stephen Duxburys rechter Hand übereinstimmte. Die DNA, die auf Sashas Brust gefunden wurde, gehörte ebenfalls ihm. Die Aufzeichnungen seiner Telefongespräche zeigten, dass er eine beunruhigende Google-Suche durchgeführt hatte. Er suchte nach Informationen darüber, wie man die Schnellwahltastensperre deaktiviert, wie sie an Sashas Wohnungstür angebracht war. Diese Internetsuche wurde gegen 5 Uhr morgens an diesem Tag durchgeführt, fast 3 Stunden, nachdem Sasha zum letzten Mal von einer Kamera erfasst worden war. Nur wenige Minuten zuvor hatte Sasha ihrem Ex-Freund Ben eine Nachricht geschickt, in der sie ihn einfach beim Namen nannte. Stephen hatte außerdem eine Bisswunde am Unterarm und Kratzer am Körper. Es war schwer vorstellbar, dass ein Mann, der der Polizei so sehr geholfen hatte und dessen Aufgabe es war, das Gebäude zu bewachen und die Bewohner zu schützen, derjenige war, der dieses schreckliche Verbrechen begangen hatte. Die Polizei glaubt, dass er, als er Sasha in dieser Nacht nach Hause kommen sah,
dies lediglich als zufällige Gelegenheit wahrnahm. Sie vermuteten, dass er in ihre Wohnung eingebrochen war, bevor er sie sexuell missbrauchte, angriff und tötete. Anschließend benutzte er ihre eigenen Reinigungsmittel, um DNA-Spuren zu beseitigen, bevor er Gegenstände aus der Wohnung entfernte, die als Beweismittel hätten dienen können, und diese später entsorgte. Der Prozess gegen ihn begann im November 2017 unter dem Vorsitz von Richterin Lisa Magno. Es begann damit, dass Stephen erklärte, dass er sich als Sicherheitsbeamter verpflichtet fühle, während seiner Vernehmung mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren, da er sonst seine Lizenz verlieren würde. Seine Verteidigung wollte, dass seine ersten Verhöre durch die Polizei außerhalb des Gerichtssaals stattfanden. Der Anwalt Duxbury, Arne Delgada, argumentierte, dass die Ermittlungen zu viele Fragen offen ließen. Dazu gehörte auch, dass Stephens Kleidung nicht auf DNA untersucht worden war. Sie berichteten auch, dass Stephens Schuhabdrücke in Saschas Wohnung offenbar mit den in seiner Wohnung gefundenen Schuhen der Größe 9 übereinstimmten, während Stephen angab, Schuhgröße 10,5 zu tragen. Sein Anwaltsteam behauptete außerdem, dass es keine Aufzeichnungen von Überwachungskameras gab, auf denen zu sehen war, wie Duxbury sich in ihrer Wohnung aufhielt oder wie er sie betrat. Die Staatsanwaltschaft erklärte jedoch, dass die Beweise zwar auf Indizien beruhten, dies aber nichts an ihrer Stichhaltigkeit ändere. Die DNA-Analyse habe gezeigt, dass er in ihrer Wohnung gewesen sei, obwohl dies auf den Videoaufnahmen nicht zu sehen sei. Dies reiche zusammen mit den Google-Suchergebnissen und dem Wegbringen der Müllsäcke aus, um zu zeigen, dass keine Überwachungskameras nötig gewesen seien, um zu beweisen, dass Duxbury in dieser Wohnung gewesen sei. Auf die Frage nach den Abschürfungen an ihrer Hüfte und ihrem Unterkörper sagte der Gerichtsmediziner, dass es durchaus möglich sei, dass die Spuren durch ein Hilfsmittel oder einen Gürtel während des Geschlechtsverkehrs verursacht worden seien. Die Verteidigung stellte sogar die Vermutung auf, dass eine andere Person in das Haus eingedrungen sein und den Mord begangen haben könnte, nachdem Sasha und Stephen einvernehmlichen Sex gehabt hätten. Staatsanwalt William Jay entgegnete jedoch, dass ihr Körper und der Tatort keine Lügen erzählen würden. Nach einer 7-tägigen Verhandlung und nur 4-stündigen Beratungen wurde Stephen Duxbury wegen Mordes an Sasha zu lebenslanger Haft, ohne Berufungsrecht und ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auf Bewährung verurteilt. Er wurde außerdem zu 15 Jahren Haft wegen versuchter sexueller Nötigung unter Einsatz einer tödlichen Waffe und wegen Einbruchsdiebstahls unter Anwendung von Gewalt oder Körperverletzung verurteilt. Bezirksrichterin Lisa Magno ordnete an, dass die Strafen nacheinander zu verbüßen sind. Stephen lehnte es ab, sich zu äußern, als ihm die Richterin die Möglichkeit dazu gab. Nach der Urteilsverkündung drückten Saschas Eltern ihr Mitgefühl für Duxburys Mutter aus, die während des gesamten Prozesses in der hinteren Reihe des Gerichtssaals gesessen hatte. Sie erkannten an, dass auch seine Eltern nun ihr Kind verloren hatten. Saschas Mutter Tara äußerte auch ihre Wut darüber, wie die Verteidigung versucht hatte, den Charakter ihrer Tochter im Gerichtssaal darzustellen. Tara sagte: „Ich werde keine Geburtstage mehr feiern können. Ihr Vater wird sie nie zum Altar führen können. Seitdem habe ich viele Hochzeiten besucht. Und bei jeder Hochzeit, die ich besuche, weiß ich, dass es das für meine Tochter nie geben wird." Die Familie von Sasha reichte eine Klage gegen den Wohnkomplex, in dem Stephen Duxbury arbeitete, und gegen die Sicherheitsfirma Spectra & Brands, die das Schloss an Saschas Tür hergestellt hatte, ein. In der 102-seitigen Klage wird behauptet, dass die Wohnanlage und der Sicherheitsdienst, für den Duxbury arbeitete, andere Beschwerden von Bewohnern ignoriert hätten, die sich von Stephen bedrängt fühlten. Der Anwalt von Sasha versuchte außerdem, den Richter davon zu überzeugen, dass das Schloss an Saschas Wohnung im Zentrum von Orlando defekt war und Stephen möglicherweise auf diese Weise in die Wohnung gelangt war. Bei der Anhörung erklärte die Anwältin Samantha Duke, die die Interessen von Spectrum Brands vertritt, dass es keine Möglichkeit gebe, dies mit Sicherheit festzustellen, da das Schloss defekt gewesen sei. Die Polizei von Orlando habe es nie als Beweismittel sichergestellt, da es vom neuen Eigentümer der Wohnung weggeworfen worden sei. Der Anwalt von Sasha entgegnete, dass Spectrum Brands von den Mängeln seines Produkts wusste und verwies auf einen Artikel, in dem beschrieben wird, wie jemand das Schloss in Sekundenschnelle mit einem einfachen Schraubenzieher knacken konnte. Im Februar 2019 legte Stephen Berufung ein und behauptete,
das Gericht habe einen Fehler begangen, indem es seinen Antrag auf Einstellung des Verfahrens nach Mirandas Tod abgelehnt und seinen Antrag auf Freispruch vom Vorwurf der versuchten sexuellen Nötigung abgelehnt habe. Diese Berufung wurde abgelehnt. Saschas Eltern versuchten, das Andenken ihrer Tochter zu ehren, indem sie mit dem Sheriff-Büro von Orange County zusammenarbeiteten, um anderen Familien zu helfen, mit dem Schmerz umzugehen, der entsteht, wenn sie Opfer werden. Sasha Samsudian war eine lebensfrohe und gesellige junge Frau, die zweifellos noch viel mehr in ihrem Leben hätte erreichen können. Eine ihrer Freundinnen und Kolleginnen sagte, dass Sasha eine so wunderbare Seele war, die sich um so viele Menschen kümmerte. Sie hinterließ einen so starken Eindruck. Ihre Angehörigen bewundern weiterhin ihr Leben, ihre erstaunlichen Eigenschaften und sind bestrebt, ihre lebendige Energie zu bewahren. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Toya Cordingley ging an den Strand, um sich vom Trubel der Stadt zu erholen, die Ruhe zu genießen, frische Seeluft zu atmen und barfuß über den warmen Sand zu laufen. Dort, fernab von Menschen, traf sie einen Mann, der etwas Unwiderrufliches tat. So laut Toya auch schrie, niemand hörte sie, niemand half ihr. Diese Tragödie ereignete sich im Jahr 2018 in Australien, in der Stadt Cairns im Nordosten des Bundesstaates Queensland. Dort lebte die 24-jährige junge Frau Toya Cordingley. Sie wurde in Cairns geboren und wuchs dort auf. Ihre Eltern ließen sich scheiden, als Toya zur Schule ging. Ihre Mutter Vanessa und ihr Vater Troy blieben ihrer Tochter zuliebe in Kontakt miteinander. Toya machte sich keine großen Sorgen darüber, dass ihre Eltern sich scheiden ließen. Im Gegenteil, sie freute sich, dass sie nun 2 Familien hatte. Ihre Mutter heiratete, ihr Vater heiratete. Toya bekam einen Stiefbruder und eine Stiefschwester. Familie und Freunde erzählten, dass Toya ein sehr freundliches Mädchen war, das gerne reiste und sich für Mystik interessierte. Sie stach immer durch ihren eigenen Stil hervor, färbte ihre Haare in leuchtenden Farben und wechselte oft ihre Kleidung. Auch Toyas Eltern waren unkonventionell und scheuten sich nicht, sich durch ihren Stil auszudrücken. Tätowierungen auf den Armen, ungewöhnliche Frisuren, eine alternative Lebenseinstellung. All das war für die Familie Cordingley ganz normal. Außerdem liebte Toya Tiere über alles. Eine Zeit lang arbeitete sie in einem Tierheim. Ihr Chef erzählte, dass Toya ein Talent dafür hatte, selbst die aggressivsten Tiere zu beruhigen. Es war, als würde sie ihre Sprache sprechen. In einem ihrer letzten Beiträge in den sozialen Netzwerken schrieb Toya: Egal wie talentiert, reich oder intelligent du bist, deine Einstellung zu Tieren sagt mir alles, was ich über dich wissen möchte. Toya kündigte ihren Job im Tierheim und nahm eine neue Stelle in einer Apotheke an. Aber ihr Herz gehörte weiterhin den Tieren, deshalb half sie weiterhin Tierheimen und nahm manchmal sogar Katzen und Hunde bei sich auf. Toya hatte einen Freund namens Marco. Sie waren bereits seit 8 Jahren zusammen. Marco liebte Tiere ebenfalls. Der junge Mann hatte einen Hund namens Indy, einen Mischling aus deutscher Dogge und Mastiff. Außerdem lebte bei Marco eine Schlange. Sonntag, 21. Oktober 2018. Es war ein ganz normaler Tag für Toya. Die junge Frau arbeitete seit dem Morgen in der Apotheke und verteilte Proben von Kamelmilch an die Besucher. Um 12 Uhr war ihre Schicht zu Ende. Toya zog sich um, verabschiedete sich von ihrer Kollegin und verließ die Apotheke. Bevor sie nach Hause ging, beschloss sie, in einem Laden in der Nähe der Uferpromenade vorbeizuschauen. Dort kaufte Toya Lebensmittel ein. Eine Überwachungskamera hielt den Moment fest, als die junge Frau mit einer schweren Tasche in den Händen vorbeiging. Toya setzte sich in ihr Auto und fuhr nach Hause. Zu Hause packte sie die Lebensmittel aus, aß etwas, ruhte sich ein wenig aus und rief Marco an. Sie fragte, ob sie mit Indy am Strand spazieren gehen könne. Marco antwortete: Ja, natürlich. Toya verließ das Haus gegen 14 Uhr. Mit dem Auto fuhr sie zu Marco. Danach fuhr Toya mit ihrem Hund zum Vajeti Beach, der etwa 20 Kilometer von Cairns entfernt liegt.
Die junge Frau parkte ihren Mitsubishi Lancer aus dem Jahr 2009 am Eingang zum Strand und machte sich mit Indy auf den Weg. Obwohl es Oktober war, war das Wetter recht warm. Es wehte eine angenehme Brise und die Sonne schien. Der Waiheke Beach ist ein abgelegener Küstenabschnitt mit einer 4 Kilometer langen Küstenlinie ohne Annehmlichkeiten. Es gibt dort nur einen Parkplatz am Eingang. Der Strand ist als lokale Sehenswürdigkeit bekannt. Er ist sehr malerisch und schön. Toya wählte eine Route, auf der nur wenige Menschen unterwegs waren. In der Ferne war ein altes Hotel zu sehen. An diesem Tag, dem 21. Oktober, war der Strand leer. Die junge Frau lief barfuß mit ihrem Hund über den Sand. Sie entfernten sich immer weiter vom Parkplatz. 2, 3 und dann 4 Stunden vergingen. Es begann zu dämmern. Marco wurde unruhig. Seine Freundin Toya antwortete nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten. Um 21 Uhr rief der junge Mann alle Verwandten von Toya an und erfuhr, dass sie nicht nach Hause zurückgekehrt war. Ihre Mutter Vanessa spürte sofort, dass etwas Schlimmes passiert war. Die Frau rief die Polizei an und meldete, dass ihre Tochter verschwunden war. Bereits um 23 Uhr begannen Vanessa und Troy zusammen mit Toyas Verwandten und Freunden in ihrer Nachbarschaft nach der jungen Frau zu suchen. Sie verbreiteten die Information in den sozialen Netzwerken und baten um Hilfe. Am frühen Morgen, als es noch dunkel war, schaltete sich die Polizei in die Suche ein. Zusammen mit den Verwandten der Vermissten begaben sie sich zum Strand von Waiheke Beach. Toyas Auto stand auf dem Parkplatz. Es war verschlossen. Die Beamten bemerkten nichts Verdächtiges. Es wurde klar, dass Toya noch am Strand war. Zu diesem Zeitpunkt war Flut. Die Suche wurde durch den hohen Wasserstand erschwert, aber allmählich ging das Wasser zurück. Die Suchgruppe, ausgerüstet mit Taschenlampen, suchte den Strand sorgfältig ab. Plötzlich bemerkte Vanessa etwas Seltsames im Gebüsch. Es schien ihr, als würde sich dort etwas bewegen. Sie ging näher heran und sah Indy in der Dunkelheit. Der Hund war mit einer Leine fest an einen Baum gebunden, so unbequem, dass er nicht einmal sitzen konnte. Es sah nicht so aus, als hätte Toya das getan. Die junge Frau hatte Tiere nie vernachlässigt und stellte das Wohlbefinden ihres Haustieres immer an erste Stelle. Vanessa schnitt die Leine durch und befreite Indy. Als die Sonne aufging und alles um sie herum beleuchtete, zog sich das Wasser allmählich zurück. Um 16 Uhr bemerkte Troys Vater einen seltsamen Gegenstand, der aus dem Sand ragte. Der Mann kam näher und traute seinen Augen nicht. Er sah einen menschlichen Fuß. Troy begann, den Sand wegzuschaufeln. Er fand seine Tochter Toya. Die junge Frau war im Sand vergraben. Sie war nackt. Auf ihrem Körper waren mehrere Messerstiche zu sehen. Die Entfernung zwischen der Leiche und dem Parkplatz, auf dem Toya ihr Auto zurückgelassen hatte, betrug etwa 800 Meter. Die Ermittler aus Queensland nahmen sofort die Ermittlungen auf. Sie mussten herausfinden, was mit Toya passiert war, wer ihr so grausam begegnet war und warum. Der Waiheke Beach war zwar ein wunderschöner Ort zum Entspannen, aber er hatte einen schlechten Ruf. Es gab mehrere Fälle, in denen junge Frauen, darunter auch Toyas beste Freundin Megan, an den Strand kamen und sahen, wie ein Fremder sie aus dem Gebüsch beobachtete. Der Mann ließ die Urlauber nicht aus den Augen und befriedigte sich selbst an intimen Stellen. Er beobachtete ihre Reaktion und wurde dadurch noch mehr erregt. Seine Handlungen waren zu schmutzig, zu unanständig. Den Urlaubern blieb nichts anderes übrig, als entsetzt vom Strand zu fliehen. Am 2. November fand die Beerdigung von Toya statt. Hunderte von Menschen kamen, um sich von der jungen Frau zu verabschieden, deren Leben so tragisch beendet worden war. Marco kam nicht allein, sondern zusammen mit Indy. Der Hund war der einzige Zeuge dessen, was Toya an diesem schrecklichen Tag widerfahren war. In der Zwischenzeit hatte die Polizei den Strand abgesperrt. Taucher und Hundeführer untersuchten das Gelände auf der Suche nach wichtigen Hinweisen. Die Ermittler sichteten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Hoffnung, wichtige Informationen für den Fall zu finden. Sie befragten Anwohner und überprüften die Aktivitäten der Mobilfunkmasten. Zu der Zeit, als Toya am Strand spazieren ging, gerieten zunächst die Angehörigen der jungen Frau unter Verdacht, ihr Freund Marco und ihr Stiefvater Darian. Sie wurden jedoch recht schnell von der Liste gestrichen, da beide ein wasserdichtes Alibi hatten. In dem Fall stellte sich eine wichtige Frage: Warum hat der Täter Indy nicht getötet, sondern den Hund nur an einen Baum gebunden?
Normalerweise verschont ein bösartiger Mensch keine Tiere. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mörder jemand war, den sowohl Toya als auch Indy gut kannten. Das könnte erklären, warum der Hund den Angreifer nicht angegriffen hat, als Toya überfallen wurde. Bald stellte sich jedoch heraus, dass Indy sehr gutmütig, absolut nicht aggressiv und freundlich zu allen war. Sogar zu Fremden. Die Anwohner gaben freiwillig DNA-Proben ab, um die Liste der Verdächtigen einzugrenzen, aber auch das führte nicht zu schnellen Ergebnissen. Erst nach 6 langen Monaten hatten die Ermittler einen weiteren Verdächtigen. Er wurde dank der Aufzeichnungen von Überwachungskameras gefunden, die an der Straße zum Strand installiert waren. Die Ermittler wurden auf eines der Autos aufmerksam, und als sie das Kennzeichen überprüften, stellten sie etwas Verdächtiges fest. Erstens war das Auto nicht in der Gegend registriert, in der es gesehen worden war. Und zweitens hatte der Besitzer des Autos Australien genau an dem Tag verlassen, an dem Toya ums Leben gekommen war. Der Mann befand sich in Indien. Die Ermittler mussten diesen Mann auf einem anderen Kontinent finden. Der 34-jährige Rajvinder Singh wurde in Indien im Bundesstaat Punjab geboren und wuchs dort auf. Er zog 2016 mit seiner Frau und seinen Kindern nach Australien. Der Hauptgrund für den Umzug war die Verbesserung der finanziellen Situation. Die Familie Singh ließ sich in Innisfoil, 80 Kilometer südlich von Cairns, nieder. Rajvinder arbeitete als Krankenpfleger in einem Krankenhaus und kümmerte sich um ältere Menschen. Er sprach 3 Sprachen. Er wurde für seinen Fleiß und sein Engagement gelobt. Gleichzeitig empfanden seine Kollegen Rajvinder als ruhig, bescheiden und in sich gekehrt. Als im April 2019 die Polizei in dem Krankenhaus erschien, in dem Singh arbeitete, berichteten seine ehemaligen Kollegen, dass Rajvinder sich einige Wochen vor seiner Abreise nach Indien seltsam verhalten habe. Er hörte auf, mit anderen Krankenschwestern zu sprechen, verbrachte seine Zeit allein und wurde noch verschlossener. Das Lächeln verschwand aus seinem Gesicht. Er litt unter Depressionen. Der Mann begann, häufig ohne Grund freizunehmen. Rajvinder traf sich nach der Arbeit nicht mehr mit Kollegen. Die Ermittler besuchten das Haus der Familie Singh in Innisfoil, in dem er mit seiner Familie lebte. Die Ermittler erfuhren, dass der Mann am späten Abend des 21. Oktober 2018 nach Hause zurückgekehrt war. Er war aufgeregt und verstört. In der Nacht, als alle schlafen gingen, packte er seine Sachen und verließ das Haus. Selbst seine Frau wusste nicht, wo Rajvinder hingegangen war. Es stellte sich heraus, dass er nach Sydney gereist war. Dort lebte seine leibliche Schwester. Rajvinder verbrachte eine Nacht bei ihr und flog dann nach Indien. Rajvinders Verhalten und seine überstürzte Abreise verstärkten den Verdacht der Ermittler. Aber das war noch nicht alles. Als die Polizei die Nachbarn der Familie Singh befragte, erzählten diese, dass sie vor Rajvinders Verschwinden tiefe Kratzer und Wunden an seinen Händen und seinem Hals bemerkt hatten, die wie Bisse aussahen. Die australische Polizei musste mit der indischen Polizei zusammenarbeiten, um den Flüchtigen zu finden und mit ihm zu sprechen. Rajvinder Singh zu fassen, erwies sich als nicht einfach. In der Zwischenzeit konnten die Kriminaltechniker feststellen, dass die DNA, die in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, von dem geflohenen Rajvinder stammte. Die Vorbereitung der Dokumente für die Auslieferung dauerte etwa 2,5 Jahre. Die ganze Zeit über wartete die Familie Cordingley geduldig darauf, dass der Täter gefunden und bestraft würde. Rajvinder blieb weiterhin untergetaucht und selbst die indische Polizei konnte ihn lange Zeit nicht finden. Die australischen Behörden setzten eine Belohnung von $1 Million für Hinweise zum Aufenthaltsort von Singh aus. Das Versprechen einer Belohnung zeigte Wirkung. Und weniger als einen Monat später erhielt die indische Polizei wichtige Informationen, die den Ermittlern halfen, Rajvinder auf die Spur zu kommen. Es stellte sich heraus, dass der Mann während seiner Jahre auf der Flucht einer religiösen Gruppe beigetreten war. Er hatte stark abgenommen, sich einen langen Bart wachsen lassen und trug einen Turban. Er versuchte, sich in der Menge zu verstecken und wusste genau, dass die Polizei nach ihm suchte. Am 25. November 2022 ging der 38-jährige Rajvinder Singh zu einem Arzttermin in Neu-Delhi. Dort wurde er von der Polizei festgenommen. Der Mann wurde in eine Gefängniszelle gebracht und auf seine Auslieferung vorbereitet. Unmittelbar nach seiner Festnahme gestand Rajvinder, dass er vor 4 Jahren Toya Cordingley am Strand in Australien getötet hatte.
Auf die Frage nach seinen Motiven antwortete Singh ausweichend. Laut Rajvinder hatte er sich am 21. Oktober 2018 heftig mit seiner Frau gestritten und war nach Cairns gefahren, um sich zu beruhigen. Er fuhr mehrere Stunden lang mit seinem Auto durch die Straßen, um sich abzulenken und zu beruhigen. Er kam am Vajeti Beach an, setzte sich in den Sand und schnitt Obst mit einem Küchenmesser, das er von zu Hause mitgebracht hatte. Der Mann genoss die Stille und Ruhe in völliger Einsamkeit, als er plötzlich lautes Bellen hörte. Es war Indy. Neben ihr lief Toya gemächlich nebenher. Das unaufhörliche Bellen ärgerte Rajvinder sehr. Er begann mit der jungen Frau zu streiten und forderte sie auf, den Hund zum Schweigen zu bringen. Nach Angaben des Mannes griff er während des Streits zum Messer und attackierte die junge Frau. Toya wehrte sich verzweifelt, schrie um Hilfe, aber niemand hörte sie. Der Angriff fand vor den Augen des Hundes statt, den Singh an einen Baum gebunden hatte. Danach vergrub er Toyas Leiche im Sand und floh schnell vom Tatort. Am 24. Januar 2023 genehmigte das Gericht in Delhi die Auslieferung von Rajvinder. Einen Monat später wurde er nach Australien gebracht. Der Mann wurde sofort wegen Mordes angeklagt, aber Singhs Verteidiger wollten nicht so einfach aufgeben. Am 1. Mai 2024 fand eine Vorverhandlung statt, bei der neue Details aus Toyas Leben bekannt wurden. Es stellte sich heraus, dass die junge Frau nur 3 Wochen vor der Tragödie eine heimliche Beziehung mit einem neuen Freund namens Tyson Franklin begonnen hatte. Tyson arbeitete als Orthopäde. Er war ein sehr attraktiver junger Mann, stark und charismatisch. Vor Gericht wurde die Korrespondenz zwischen Toya und Tyson vorgelesen. Sie waren ineinander verliebt. Zwischen dem Paar kam es zu einer intimen Beziehung. Kurz vor ihrem Tod schrieb Toya Tyson eine Nachricht, dass sie Marco verlassen und ein neues Leben beginnen wolle. Sowohl Tyson als auch Marco hatten ein 100%iges Alibi. Aber Rajvinders Anwälte versuchten alles so darzustellen, als sei Toya gestorben, weil sie ihrem Freund untreu gewesen sei. Vor Gericht erklärte Rajvinder, dass er Toya nicht getötet habe. Der Mann sagte, die indische Polizei habe Druck auf ihn ausgeübt und ihn gezwungen, die Schuld auf sich zu nehmen. In Wirklichkeit hatte er niemanden getötet. Rajvinder behauptete, dass er am 21. Oktober 2018 tatsächlich den Strand von Vajeti besucht habe, im Sand gesessen, Obst gegessen und seine Notdurft in den Büschen verrichtet habe. Genau so. So die Anwälte, habe er DNA-Spuren an der Stelle hinterlassen, an der Toya später ums Leben kam. Laut Rajvinder wurde er Zeuge, wie ein unbekannter Mann Toya mit einem Messer angriff. Singh floh schnell vom Strand. Auf die Frage, warum er das Land noch am selben Abend verlassen habe, antwortete Rajvinder, dass er große Angst gehabt habe. Außerdem habe er sich heftig mit seiner Frau gestritten, sei wütend auf sie gewesen und habe beschlossen, seine Familie zu verlassen. Seit der Tragödie sind nun 7 Jahre vergangen und der Fall ist immer noch nicht abgeschlossen. Die letzte Anhörung fand im Februar 2025 statt und die 12 Geschworenen konnten sich nicht auf ein Urteil einigen und vertagten die Anhörung auf Februar 2026. Die Familie Toya leidet noch immer unter der Tragödie, als wäre sie gestern geschehen. Mutter Vanessa und Vater Troy werden regelmäßig dafür kritisiert, dass sie nicht wie alle anderen leben und dass gerade ihr alternativer Lebensstil zu diesem großen Unglück in ihrem Leben geführt habe. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Anna Knežević ist eine 40-jährige Frau, die in Kolumbien geboren wurde, aber die US-Staatsbürgerschaft angenommen hat. Es schien, als hätte sie ein Leben, um das sie viele beneiden würden. Eine erfolgreiche Karriere in Südflorida. Mitinhaberin eines IT-Unternehmens, das auf dem Weg nach oben war. Aber Anna beschloss, ganz von vorne anzufangen. Im Dezember 2023 verließ sie Florida und ließ sich in Madrid im schicken Stadtteil Salamanca nieder, einem Ort voller Leben und Gemütlichkeit. Am 2. Februar 2024 sahen die Nachbarn Anna zum letzten Mal. Sie betrat ihre Wohnung gegen 22 Uhr.
Am selben Abend sprach sie mit einer Freundin und sagte, dass sie zu Hause bleiben würde. Draußen war es kalt. Alles schien normal zu sein, bis es plötzlich nicht mehr so war. Am nächsten Tag blieb Annas Telefon stumm. Sie antwortete nicht auf Anrufe und Nachrichten. Das war völlig untypisch für sie. Ihre Freundin Santaramo schlug Alarm und am 4. Februar überprüften Madrider Feuerwehrleute Annas Wohnung. Die Tür war von außen verschlossen. Im Inneren gab es keine Anzeichen eines Kampfes, nichts fehlte. Aber Anna selbst war nicht da. Stattdessen waren ihr Telefon, ihr Laptop und ihre Ladegeräte verschwunden. Und dann begann das Seltsamste. Am 3. Februar, einen Tag nach ihrem Verschwinden, erhielten 2 Freunde von Anna verdächtige Nachrichten von ihr. Eine auf Englisch, die andere auf Spanisch. Die Freunde waren schockiert. Anna, die vorsichtig und besonnen war, wäre niemals mit einem Fremden mitgefahren, den sie gerade erst auf der Straße getroffen hatte. Außerdem schienen die Nachrichten nicht von ihr zu stammen. Als sie versuchten zu antworten, herrschte Stille. Das Telefon war ausgeschaltet und Anna wurde nicht gefunden. Je tiefer die Behörden gruben, desto düsterer wurde das Bild. Annas Verschwinden war nicht einfach nur das Verschwinden einer Person. Alles deutete auf etwas viel Schrecklicheres hin. Anna wurde am 26. Mai 1983 in Kolumbien geboren. Sie wuchs in Medellín auf, einer Stadt, die für ihre lebendige Kultur und ihre starken Menschen bekannt ist. Seit ihrer Kindheit war Anna zielstrebig und intelligent. Sie schloss ihr Studium mit 2 Diplomen ab: International Business und Management. Später zog sie in die USA, wurde Staatsbürgerin und ließ sich in Südflorida nieder. Dort machte sie Karriere. Zunächst arbeitete sie im medizinischen Bereich, dann wurde sie Projektleiterin bei Vex Technology Solutions. Aber ihr Verschwinden war kein Zufall. Dahinter standen Probleme in ihrem Privatleben, finanzielle Konflikte und die Entscheidung, in Spanien neu anzufangen. Anna und ihr Ehemann David Knežević lebten 13 Jahre lang zusammen. Sie waren nicht nur Ehepartner, sondern auch Geschäftspartner. Doch hinter der Fassade des Erfolgs gab es Risse in ihrer Ehe. Finanzielle Streitigkeiten, die Scheidung und Annas Umzug nach Spanien waren der Beginn eines Rätsels, das 2 Länder erschütterte. Im Sommer 2023 zerbrach ihre Ehe, die einst so stabil schien. Das Paar trennte sich und es begann eine schwierige, konfliktreiche Scheidung. Der Hauptstreitpunkt war die Aufteilung des Vermögens. Anna, die für ihre Fairness bekannt war, schlug vor, alles zu teilen, aber David lehnte dies laut Quellen aus dem Umfeld ihrer Familie vehement ab. Er bestand darauf, dass Anna nur 25% ihres gemeinsamen Vermögens erhalten sollte. Die Verhandlungen entwickelten sich zu einem regelrechten Krieg. Es ging nicht nur um Emotionen, sondern auch um Millionen von Dollar, ihr Unternehmen, Immobilien, darunter eine Immobilie, die aufgrund von Schulden bereits kurz vor dem Verlust stand. Es war ein Konflikt nicht nur um Geld, sondern auch um Kontrolle, Erbschaft und die Zukunft, die jeder von ihnen nach der Scheidung sah. Als die Scheidung noch härter wurde, traf Anna eine mutige Entscheidung. Ende Dezember 2023 packte sie ihre Sachen und zog von Florida nach Madrid. Sie begann ein neues Leben. Dieser Umzug war nicht spontan. Anna liebte es schon immer zu reisen, und Madrid hatte sie mit seiner Kultur, Geschichte und Energie erobert. Ihre beste Freundin Santaramo erinnerte sich daran, wie begeistert Anna von der Stadt, der Kunst, der Atmosphäre und den Menschen sprach. Sie mietete eine Wohnung im prestigeträchtigen Stadtteil Salamanca mit seinen eleganten Straßen und seinem pulsierenden Leben. Für Anna wurde Madrid zu einem Ort, an dem sie ihre Wunden heilen und neu anfangen konnte. Im Januar 2024 unternahm sie sogar eine kurze Reise mit ihrer Freundin nach Österreich. Diese Reise zeigte, dass sie die Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Leben aufbauen konnte. Nach ihrer Rückkehr nach Madrid fand sie allmählich ihren Rhythmus, unterhielt sich mit ihren Nachbarn und schmiedete Pläne. Zum Beispiel wollte sie am 5. Februar mit dem Zug nach Barcelona fahren. Ihre Wohnung, ein gemütlicher und sicherer Ort, wurde zu ihrem ruhigen Hafen, wo sie sich auf sich selbst und ihre Ziele konzentrieren konnte. Annas Abreise wurde von David unterschiedlich aufgenommen. Laut seinem Anwalt Ken Podavids befand sich David zu dieser Zeit in Serbien, seinem Heimatland, und ging seinen Geschäften nach.
Der Anwalt behauptete, dass ihre Trennung friedlicher verlaufen sei, als es Annas Familie beschrieben hatte. Darüber hinaus hätten sie angeblich sogar darüber gesprochen, einen gemeinsamen Anwalt zu beauftragen, um die Aufteilung des Vermögens zu vereinfachen. Annas Familie und Freunde erzählten jedoch eine andere Geschichte. Ihr Bruder Philipp erklärte gegenüber den Behörden, dass David wegen der finanziellen Folgen der Scheidung wütend gewesen sei, insbesondere weil er einen erheblichen Teil seines Vermögens verlieren könnte. Freunde bemerkten, dass Anna nach ihrem Umzug nach Madrid kaum noch an David dachte. Anscheinend versuchte sie nach vorne zu schauen, ohne auf die Vergangenheit zurückzublicken. Als Anna verschwand, kontaktierten ihre Angehörigen sofort David, aber er antwortete nicht sofort. Er behauptete, er sei in Serbien und wisse nicht, wo Anna sei. Später gab er der spanischen Polizei ihre Kreditkartendaten und unterschrieb Dokumente, damit sie ihre Wohnung betreten konnten. Aber seine Beteiligung war minimal. Darüber hinaus engagierte er schnell einen Strafverteidiger in den USA, was vor dem Hintergrund der aktiven Suche von Annas Familie seltsam erschien. In der Zwischenzeit arbeiteten ihre Angehörigen mit dem FBI und der spanischen Polizei zusammen, verbreiteten Informationen und forderten Antworten. Das Verschwinden von Anna Knežević am 2. Februar 2024 schockierte alle, die sie kannten. Und für die Ermittler wurde es zu einem Rätsel, das mit jedem Tag komplizierter wurde. Als die spanische Polizei und das FBI mit den Ermittlungen begannen, fanden sie eine Reihe seltsamer Hinweise, verdächtige Nachrichten, die Anna kaum selbst geschrieben haben dürfte, Kameras, die jemand beschädigt haben könnte, Spuren internationaler Reisen, die auf ein geplantes Verbrechen hindeuteten. Alles begann am 4. Februar, als Santa Rama Annas Verschwinden meldete. Sie ging nicht ans Telefon und erschien nicht zum geplanten Zug nach Barcelona. Die Feuerwehrleute, die ihre Wohnung in Salamanca aufbrachen, stellten fest, dass die Tür von außen verschlossen war, aber innen alles an seinem Platz war. Und keine Spuren eines Kampfes. Das Bett war gemacht, die Sachen lagen an ihrem Platz, aber ihr Telefon, ihr Laptop und ihre Ladegeräte waren verschwunden. Das Fehlen von Einbruchsspuren oder Anzeichen eines Kampfes ließ vermuten, dass Anna entweder selbst gegangen war oder von jemandem, den sie kannte, oder von jemandem, der diese Entführung sorgfältig geplant hatte, mitgenommen worden war. Der erste wichtige Hinweis kam dank der Überwachungskameras in Annas Haus. Am 2. Februar um 21:27 Uhr ist auf der Aufzeichnung zu sehen, wie ein Mann mit einem Motorradhelm das Gebäude betritt, während die Bewohner es verlassen. Er handelte präzise und kaltblütig, bemalte die Kamera am Eingang mit schwarzer Farbe und klebte das Türschloss mit Klebeband zu, damit sich die Tür nicht schließen konnte. Später erzählte der Hausverwalter CNN, dass auch die Kamera am Aufzug ausgeschaltet worden war. Es blieb eine tote Zone, in der nichts zu sehen war. Eine Stunde später, um 22:30 Uhr, tauchte derselbe Mann wieder im Bild auf, stieg mit einem Koffer in der Hand aus dem Aufzug und verschwand in der Nacht. Niemand sah ihn mehr. Sofort tauchten Fragen auf. Was war in dem Koffer? Hatte das etwas mit Annas Verschwinden zu tun? Am 3. Februar kamen 2 verdächtige Nachrichten von Annas Handy. Santa Rama erhielt gegen 14 Uhr eine SMS auf Englisch. Eine andere Freundin in Madrid erhielt um 16 Uhr eine ähnliche Nachricht auf Spanisch. Der Text war fast identisch. Ich habe einen tollen Mann kennengelernt. Er hat ein Sommerhaus, 2 Stunden von Madrid entfernt. Wir fahren jetzt dorthin. Ich werde ein paar Tage dort bleiben. Dort gibt es fast keinen Empfang. Ich rufe zurück, wenn ich zurück bin. Die spanische Version machte Annas Freundin besonders misstrauisch. Sie enthielt Punkte und Kommas, obwohl Anna diese selten verwendete. Es sah so aus, als wäre der Text mit einem Übersetzungsprogramm übersetzt worden, unnatürlich und holprig. Als ihre Freunde versuchten, ihr zu antworten, war Annas Telefon bereits ausgeschaltet. Die Polizei vermutete sofort, dass etwas nicht stimmte. Anna wäre niemals mit einem Fremden weggefahren, ohne ihre Angehörigen zu benachrichtigen. Am Tag zuvor hatte sie eine ganze Stunde lang mit Santa gesprochen und kein Wort über irgendwelche Pläne verloren. Fazit: Jemand hatte diese Nachrichten absichtlich geschrieben, um Zeit zu gewinnen oder alle zu verwirren. Die Ermittler versuchten, den letzten Standort von Annas Telefon zu bestimmen, aber ohne Erfolg. Es war wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.
Am Tag ihres Verschwindens hatte Anna sich eine Wohnung in Madrid angesehen, aber dann Santa gesagt, dass sie ihr nicht gefiel. Ihre Bankgeschäfte waren unauffällig, es gab keine großen Überweisungen oder Abhebungen. Das schloss die Möglichkeit eines freiwilligen Verschwindens aus. Sie hatte keinen Grund, sich zu verstecken. Auch ein zufälliger Raubüberfall kam nicht in Frage. Es wurde nichts gestohlen, es gab keine Erpressung. Es blieb nur eine Möglichkeit. Jemand aus ihrem Umfeld wollte sie beseitigen. Die Kameras waren der Schlüssel zur Lösung des Rätsels. Die Farbe, mit der die Kamera beschmiert worden war, wurde in einem Baumarkt in Madrid gefunden. Der Helm, wie ihn der Verdächtige trug, wurde wenige Tage vor dem Verschwinden in einem benachbarten Geschäft verkauft. Der Käufer konnte nicht ermittelt werden. Ein weiterer Hinweis: In der Nacht ihres Verschwindens wurde in Annas Straße ein Peugeot 308 mit getönten Scheiben gesichtet. Die Nummernschilder waren einige Tage zuvor gestohlen worden. Später fuhr derselbe Peugeot über eine Mautstraße bei Madrid, aber der Fahrer war nicht zu sehen. Fazit: Das konnte kein Zufall sein. Jemand hatte sich im Voraus vorbereitet. Die Polizei kontaktierte das FBI, da Anna US-amerikanische Staatsbürgerin war. Ihr Ex-Mann David stammt aus Serbien. Außerdem wurde festgestellt, dass der Peugeot 308, der am 29. Januar in Belgrad gemietet worden war, bis Mitte März 7.700 Kilometer zurückgelegt hatte, was für eine Mietwagenfahrt sehr viel ist. Als das Auto zurückgegeben wurde, hatte es getönte Scheiben und neue Nummernschildhalterungen. Das FBI überprüfte Passagiere, die zwischen den USA, Spanien und Serbien geflogen waren. Am 4. Mai 2024 nahmen FBI-Agenten David Kavich am Flughafen von Miami fest. Er war gerade aus Serbien angekommen. David ist 36 Jahre alt, er ist IT-Unternehmer und Annas Ex-Mann. Die Ermittlungen dauerten Monate, aber nun hatte die Polizei endlich Beweise für seine Beteiligung. Am 2. Februar 2024 veranlassten sein seltsames Verhalten und neue Hinweise die Ermittler, sich intensiv mit David zu beschäftigen. Der gebürtige Serbe war in die USA gezogen, hatte die Staatsbürgerschaft erhalten und eine erfolgreiche Karriere in der IT-Branche aufgebaut. Zusammen mit Anna gründete er EX Technology Solutions in Florida. Kollegen beschrieben ihn als intelligent, ehrgeizig und technisch versiert. Annas Freunde bemerkten jedoch, dass David dazu neigte, sie zu kontrollieren, insbesondere in finanziellen Angelegenheiten. Dies zeigte sich besonders deutlich während ihrer skandalösen Scheidung im Jahr 2023. Nach der Trennung hielt sich David häufig in Serbien auf. Die Ermittler versuchten herauszufinden, was er dort tat. Nach seiner Verhaftung wurde David von FBI-Agenten verhört, aber er verhielt sich zurückhaltend, leugnete seine Beteiligung am Verschwinden von Anna und behauptete, dass er am 2. Februar in Serbien gewesen sei und nichts über ihren Aufenthaltsort gewusst habe. Er bestätigte, dass er die Dokumente für den Zugang der Polizei zu Annas Wohnung unterschrieben und ihre Kartendaten weitergegeben hatte. Er bestand darauf, dass er alles in seiner Macht Stehende getan habe, um zu helfen. Als das Gespräch auf die Scheidung und finanzielle Streitigkeiten kam, versuchte David, deren Bedeutung herunterzuspielen. Er wiederholte die Worte seines Anwalts Ken Podawitz, dass er und Anna sogar über einen gemeinsamen Anwalt für eine friedliche Aufteilung des Vermögens gesprochen hätten, aber er konnte nicht erklären, warum seine Reisen und Finanztransaktionen nicht mit seiner Version der Ereignisse übereinstimmten. Wer hat dann am Tag von Annas Verschwinden Farbe und Klebeband in einem Madrider Geschäft gekauft? Die Ermittler sind überzeugt, dass David Annas Entführung aus Geldgier und persönlicher Rache geplant hat. Am 29. Januar 2024 mietete David einen Peugeot in Belgrad. Später legte dieses Auto fast 8.000 Kilometer zurück. Unglaublich viel für einen Mietwagen. Die Kameras in einem Madrider Geschäft zeichneten einen Mann auf, der David ähnelte und wenige Stunden vor Annas Verschwinden Farbe und Klebeband kaufte. Die gestohlenen Nummernschilder des Peugeot wurden in derselben Nacht in der Nähe von Annas Haus gesehen. Das Motiv? Anna bestand auf einer gleichmäßigen Aufteilung ihres Vermögens, das sich auf 15 Millionen Dollar belief, Unternehmen, Immobilien und so weiter. David konnte sich offenbar nicht damit abfinden. Er empfand ihren Umzug nach Madrid als Bedrohung. Jetzt konnte sie ihren Anteil erhalten und sich endgültig seiner Kontrolle entziehen. Annas Leiche wurde nie gefunden, aber das hinderte die Anklage nicht.
Es gibt genügend Beweise für die Entführung, auch wenn der Tod nicht bestätigt ist. David drohen Anklagen wegen Entführung, Gewalt und Mord an einer amerikanischen Staatsbürgerin im Ausland. Das Gericht ließ David ohne Kaution in Haft. Die Anklagepunkte sind zu schwerwiegend und es besteht die Gefahr, dass er ins Ausland flieht. Ende 2024 ging der Fall in die Vorverhandlungsphase vor dem Bundesgericht in Miami über. Die Anklage beharrt darauf, dass David, der sich nicht mit der Scheidung und der Aufteilung von $15 Millionen abgefunden hatte, von Miami nach Serbien und dann nach Spanien geflogen sei, um Anna zu beseitigen. Alles sei im Voraus geplant gewesen. Von der Anmietung eines Autos bis zur Abschaltung der Kameras. Aber die wichtigste Frage bleibt, wo ist Anna? Die Staatsanwaltschaft stützte ihre Anklage auf indirekte, aber überzeugende Beweise. Kameras in einem Madrider Geschäft filmten einen Mann, der David ähnelte und Farbe und Klebeband kaufte. Genau das, womit die Kameras in Annas Haus unbrauchbar gemacht worden waren. Die gestohlenen Nummernschilder des gemieteten Peugeot, der in der fatalen Nacht in der Nähe ihres Hauses gesehen wurde. Die Korrespondenz mit einer kolumbianischen Frau. David bat sie, die Nachrichten, die dann von Annas Telefon kamen, ins kolumbianische Spanisch zu übersetzen. Von Dezember 2023 bis Februar 2024 verkaufte David 7 Immobilien in Florida für $6 Millionen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er das Geld abgehoben hat, um seine Aktivitäten zu finanzieren oder seine Flucht vorzubereiten. Das GPS des Mietwagens zeigte einen Umweg über Vicenza, Italien. Im August 2024 durchsuchten italienische, spanische und FBI-Beamte die Gegend, fanden jedoch nichts. Seine Anwälte Jane Winrob, Christopher Cavallo und Bruce Zatt bestanden auf seiner Unschuld. In Annas Wohnung gibt es keine Blutspuren, erklärten sie unter Berufung auf spanische Gutachten. Es gibt keine Beweise dafür, dass David seine Frau entführt oder getötet hat. Er soll sich in Serbien, 2500 Kilometer von Madrid entfernt, aufgehalten und mit den Ermittlern kooperiert haben, indem er seine Kartendaten weitergab. Am 28. April 2025 wurde David tot in seiner Zelle im Bundesgefängnis von Miami aufgefunden. Nach Angaben der Ermittler hat er sich das Leben genommen. Die Gefängnisärzte versuchten, ihn wiederzubeleben, kamen jedoch zu spät. Das FBI leitete eine Untersuchung ein, gab jedoch keine Details bekannt. Über den Anwalt Adam Ingber gaben sie folgende Erklärung ab. Der Tod des Mannes, den wir für schuldig hielten, schließt ein schmerzliches Kapitel. Aber jetzt werden wir vielleicht nie erfahren, wo er Anna versteckt hat. Das ist die letzte, grausame Verhöhnung. Wir können ihre Überreste nicht finden und das ganze Ausmaß ihres Verrats nicht begreifen. Sie versprachen, die Suche fortzusetzen, um Annas Andenken mit Würde, Stärke und Liebe zu ehren. Bis Juni 2025 wurde Annas Leiche nicht gefunden. Das FBI, die spanische und die italienische Polizei suchen weiterhin in Gebieten, in denen David gewesen sein könnte, beispielsweise in Vicenza. Einige Fragen blieben unbeantwortet. Was ist in dieser Madrider Wohnung passiert? Wenn David schuldig ist, warum hat er sich für ein so schreckliches Ende entschieden? Wo ist Anna? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.